Du hast einen stressigen Job und vielleicht auch noch Familie mit kleinen Kindern? Keine Zeit, keine Energie und bist ständig schlapp? Stopp! Das sind alles Ausreden, die dich, deine Fitness und Gesundheit kosten. Mit 45 bin ich fitter, als ich es mit 30 war. Habe volle Energie für Job und Familie, mit nur 33 Minuten Training täglich und etwas Disziplin beim Essen. Big Food möchte, dass du ständig snackst, müde bist und krank wirst, damit Big Pharma und Big Media mitverdienen können. Vergiss komplett, was du über Fitness und Ernährung weißt. Tatsächlich esse ich mich jeden Tag satt und trainiere weniger als die meisten, die keinen definierten Körper haben, die normalen Dadbods. Heute zeige ich dir meine komplette Tagesroutine vom Aufstehen um 5:50 Uhr bis zum Schlafengehen um 22:30 Uhr. Diese Routine hat mir nicht nur zu einem definierten Körper verholfen, sondern auch meine Energie, Produktivität und Gesundheit drastisch verbessert. Bevor wir in meine Tagesroutine eintauchen, möchte ich betonen, es geht hier nicht um Perfektion, sondern um Konstanz. Später erkläre ich, warum ein Dreierschüler mit Konstanz jeden Einserschüler schlägt. Ein Prinzip, das nicht nur beim Training, sondern im gesamten Leben gilt. Meine Routine ist das Ergebnis jahrelanger Selbstexperimente und Anpassungen. Sie ist darauf ausgerichtet, mit minimalem Zeitaufwand maximale Ergebnisse zu erzielen. Perfekt für Menschen mit vollem Terminkalender. Lass uns direkt einsteigen. Kurzer Hinweis, die folgende Routine bezieht sich auf die letzten 3 Jahre meiner Zeit als CEO einer E-Commerce-Firma bei Gartenmöbel.de. Seit 3 Monaten arbeite ich nur noch von zu Hause und trainiere daher 1 Stunde später. Ich beschreibe dennoch meinen bewährten Ablauf der vergangenen Jahre, da dieser für die meisten Berufstätigen besser nachvollziehbar und umsetzbar ist. Mir ist wichtig, authentisch zu bleiben und euch keine Lügen zu erzählen. Daher auch der Hinweis. 5-mal pro Woche klingelt mein Wecker um 5:50 Uhr, wobei ich dazu sagen muss, dass ich das Klingeln meistens gar nicht höre, weil ich von alleine wach werde, dank meines Schlafrhythmuses. Ab ins Bad, kaltes Wasser ins Gesicht und los geht es. Um 6 Uhr beginnt mein Training. In meiner Garage, selbst im Winter bei Minustemperaturen. Ein kleiner Heizlüfter reicht völlig aus. Ich starte mein Training mit 3 Minuten Seilspringen zum Aufwärmen und nutze dann die Fitbod-App für mein 30-minütiges Krafttraining. Mein Trainingsprinzip ist einfach. 4 Übungen in 2 Supersätzen. Das hält die Intensität hoch und spart Zeit. Im Buch Bigger, Leaner, Stronger von Michael Matthews wird genau erklärt, warum kurze, intensive Trainingseinheiten effektiver sind als stundenlanges Training im Fitnessstudio. Wenn du mehr über mein exaktes Trainingsprogramm erfahren willst, schau dir unbedingt mein Video dazu an, was du hier siehst. Mein Setup ist minimalistisch. Ein Rack, eine Hantelbank, Kurz- und Langhanteln, ein Schlaufentrainer und ein Battle Rope. Hier ein Bild davon. Du brauchst keine teure Ausrüstung. Konstanz schlägt Equipment jederzeit. Eine Studie des Journal of Strength and Conditioning Research zeigt, dass freie Gewichte sogar effektiver für Muskelaufbau und Fettverbrennung sind als teure Maschinen. Übrigens, alle erwähnten Studien sind unten in der Videobeschreibung. Auf Geschäftsreisen oder im Familienurlaub trainiere ich in Hotelfitnessräumen. Egal wie mies die sind. Keine Ausreden. Ich buche bewusst Hotels mit Fitnessraum und ziehe mein Training durch. Längere Trainingspausen sind der Anfang von schlechter Form. Weiter geht es mit meiner Morgenroutine. Nach dem Training um 6:35 Uhr folgt mein Geheimtipp. Den Körper erden, Tageslicht und kaltes Wasser. Ich gehe barfuß auf die Wiese, weil der Mensch den Kontakt zur Erde verloren hat. Entweder bewegen wir uns auf Betonplatten in Gebäuden oder auf Gummisohlen in Form von Schuhen und haben selten den nackten Kontakt zur Erde. Forschungen im Journal of Environmental and Public Health zeigen, dass direkter Kontakt mit der Erde Entzündungen reduziert und die Schlafqualität verbessert. Während des Erdens lasse ich Tageslicht in meine Augen fallen, entscheidend für den zirkadianen Rhythmus. Das Buch Der Zirkadian-Code von Dr. Sajid Panda erklärt, wie morgendliches Sonnenlicht deinen Hormonhaushalt und Stoffwechsel optimiert. Um 6:40 Uhr wecke ich meine Kinder und meine Frau. Um 6:45 Uhr mache ich Frühstück und um 7 Uhr frühstücken wir gemeinsam. Aber ich selbst esse nichts. Warum ich morgens faste und wie das meine Energie- und Fettverbrennung verbessert, erkläre ich gleich noch. Um 7:30 Uhr gehe ich duschen. Erst warm, dann 1 Minute eiskalt bis zum Anschlag, auch im Winter. Die Kälteexposition hat zahlreiche Vorteile. Laut einer Studie im Journal of Physiology stärkt kaltes Duschen das Immunsystem, verbessert die Durchblutung und erhöht die Ausschüttung von Wachstumshormonen. Im Buch Die Wim Hof Methode erklärt Wim Hof, wie regelmäßige Kälteexposition Entzündungen reduziert und die mentale Stärke fördert. Um 7:45 Uhr fahre ich mit dem Fahrrad ins Büro. Wieder eine Möglichkeit, Bewegung in den Alltag zu integrieren. Ja, Fahrrad und nicht E-Bike. Im Büro nutze ich ein Schreibtischlaufband, um während der Arbeit in Bewegung zu bleiben. Eine Studie der Mayo Clinic zeigt,
dass Stehen und leichte Bewegung während der Arbeit den Kalorienverbrauch um bis zu 350 Kalorien pro Tag erhöhen kann. Meine erste Mahlzeit des Tages esse ich erst um 12:30 Uhr. In den letzten 3 Jahren war es meist ein Low-Carb-Müsli von Seitenbacher. Dazu viel Nüsse wie Macadamia oder Walnuss und Naturjoghurt. In der Retroperspektive war es keine ideale Wahl, aber manchmal siegt die Einfachheit, auch bei mir. Durch das Auslassen des Frühstücks praktiziere ich automatisch Intervallfasten. 16 Stunden ohne Nahrung bei einem 8 Stunden Essensfenster. Eine Studie im New England Journal of Medicine zeigt, dass Intervallfasten die Insulinsensitivität verbessert, Entzündungen reduziert und die Autophagie fördert, den körpereigenen Reinigungsprozess, der beschädigte Zellen recycelt. Um 18 Uhr zum Feierabend fahre ich mit dem Fahrrad nach Hause. Um 18:30 Uhr gibt es Abendessen mit der Familie. Meine zweite und letzte Mahlzeit des Tages. Teile gerne in den Kommentaren, ob du dir vorstellen kannst, nur zweimal am Tag zu essen. Zwischen den Mahlzeiten gibt es gar keine Snacks bei mir. Auch das ist ein Gamechanger. Viele Menschen essen aus Gewohnheit, nicht aus Hunger, und uns wurde eingeredet, dass wir viele kleine Mahlzeiten essen sollten. Absoluter Schwachsinn. Durch den Verzicht auf Snacks stabilisiert sich dein Blutzucker und Insulinspiegel, was die Fettverbrennung fördert. Eine Studie im Journal of Nutrition zeigt, dass weniger Mahlzeiten pro Tag zu einer besseren Blutzuckerkontrolle und geringeren Körperfettanteil führen. Meine Ernährung basiert auf 3 Grundprinzipien. Low Carb, also wenig Kohlenhydrate, wirklich so wenig wie möglich. High Fat, gesunde Fette, viel davon. Und High Protein, also viel Eiweiß. Später erkläre ich noch, warum ich trotzdem keine Proteinshakes oder andere Supplemente nehme. Ich fokussiere mich auf unverarbeitete, natürliche Lebensmittel. Meine Faustregel: Wenn es ein Lebensmittel bzw. seine Zutaten vor 200 Jahren nicht gab oder wenn ich eine Zutat nicht kenne, weg damit. Als Pollenallergiker passe ich während der Pollenallergiesaison, also April, Mai, meine Ernährung nach den 5 Elementen der traditionell chinesischen Medizin an. Ich vermeide heiße Lebensmittel wie Kaffee und trinke stattdessen Tee, der den Körper kühlt. Da geht es nicht um die Temperatur des Getränks, sondern wirklich um die Wirkung des Getränks auf den Körper. Warum ich das tue, habe ich in meinem Video Allergie natürlich heilen, mein Weg ohne Pillen ausführlich erklärt. Kohlenhydrate kombiniere ich meistens mit körperlicher Aktivität. Wenn ich Kohlenhydrate esse, dann vor oder nach dem Training, wenn der Körper sie am effektivsten nutzen kann. Eine Studie im Journal of Applied Physiology zeigt, dass strategisch platzierte Kohlenhydrate vor oder nach dem Training die Leistung verbessern und die Muskelregeneration fördern. In sozialen Situationen bin ich flexibel, aber immer bewusst. Bei Familienfeiern oder im Restaurant wähle ich die gesündesten Optionen, ohne fanatisch zu sein. Ich esse den Kuchen zum Geburtstag, aber nicht jeden Tag. Wie gehst du mit sozialen Situationen um, wenn du auf deine Ernährung achten möchtest? Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Bei mir gibt es keine süßen Getränke, nur Wasser, ungesüßten Tee und schwarzen Kaffee. Bei Kaffee aber auch nur eine Tasse am Tag wegen des Harndrangs, zumindest bei mir. Ich priorisiere den Schlaf. Eine Studie der Harvard School of Public Health zeigt, dass der tägliche Konsum von zuckerhaltigen Getränken das Risiko für Typ-2-Diabetes deutlich erhöht. Wenn du nur eine Sache veränderst, lass die süßen Getränke weg. Das ist der absolute Müll für deine Gesundheit. Nach dem Abendessen gegen 19 Uhr raufe ich meistens mit den Kids, womit wieder Bewegung im Alltag eingebaut ist und das nicht zu knapp. Um 19:30 Uhr dann Zähneputzen mit den Kids, inklusive meiner Zähne, damit die Versuchung, noch irgendwas zu snacken, eliminiert ist. Um 19:45 Uhr bringen meine Frau und ich die beiden ins Bett. Ab 20:15 Uhr habe ich Freizeit mit meiner Frau. Um 21:30 Uhr mache ich noch Mobilitätsübungen für meinen Rücken nach dem Leo Moves Programm. Das mache ich, um meine Bandscheibenvorwölbung unter Kontrolle zu halten, nicht um Muskeln aufzubauen. In dem Bereich habe ich wirklich vieles ausprobiert, aber die Mobilitätsübungen helfen meinem Rücken wirklich am besten. Das Buch Werde ein geschmeidiger Leopard von Dr. Kelly Starrett beschreibt tolle Mobilitätsübungen, die Schmerzen vorbeugen und deine Beweglichkeit verbessern können. Nach den Mobilitätsübungen gibt es keine Displays mehr. Alle Räume sind abgedunkelt, keine Helligkeit mehr. Forschungen der Harvard Medical School zeigen, dass blaues Licht von Bildschirmen die Melatoninproduktion um bis zu 50% reduzieren, was den Schlaf wirklich massiv beeinträchtigt. Um 22:30 Uhr erinnert mich mein Schlafwecker daran, den Tag zu beenden und ins Bett zu gehen. Ja, ich habe einen Wecker zum Schlafengehen. Das mag seltsam klingen, aber es hilft mir, diszipliniert zu bleiben und genug Schlaf zu bekommen. Im Buch Why We Sleep erklärt Matthew Walker, warum ausreichend Schlaf der wichtigste Faktor für deine Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit ist. Ich klebe mir sogar Klebeband zum Schlafen auf.
Warum ich mir den Mund zuklebe und wie das meinen Schlaf verbessert hat, erkläre ich in meinem Video zum Thema Durchschlafen, Anleitung für den Schlaf deines Lebens. Von 23 Uhr bis 6:40 Uhr schlafe ich und dann beginnt der Zyklus von vorn. Repeat. Was ich nicht mache, ist genauso wichtig wie was ich mache. Ich zähle keine Kalorien und wiege nichts ab. Kein Protein, kein Fett, kein gar nichts. Eine Studie im Journal of the International Society of Sports Nutrition zeigt, dass eine qualitativ hochwertige Ernährung ohne Kalorienzählen genauso effektiv für Fettabbau sein kann wie striktes Kalorienzählen. Ich persönlich nehme gar keine Supplemente, abgesehen von Vitamin D3 im Winter. Die Supplementindustrie ist ein Milliardengeschäft, aber die meisten Produkte sind meiner Meinung nach überflüssig, wenn du dich natürlich und ausgewogen ernährst. Eine Meta-Analyse im Annals of Internal Medicine zeigt, dass die meisten Nahrungsergänzungsmittel keinen nachweisbaren gesundheitlichen Nutzen haben. Ich messe nicht, wie viel Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht ich esse. Die Frage kommt nämlich sehr oft. Ich achte einfach auf High Protein, also viel Eiweiß, und High Fat, gesunde Fette, basierend auf natürlichen Lebensmitteln. Dr. Rhonda Patrick betonte im Joe Rogan Podcast, die Qualität der Proteinquellen ist oft wichtiger als die exakte Menge. Ich mache auch keine Cheat Days. Ich sehe gesunde Ernährung nicht als Einschränkung oder Verzicht, sondern als Lebensstil, der meine Gesundheit schützt. Entweder will ich gesund sein oder Müll in mich reinschaufeln. Im Buch Atomic Habits erklärt James Clear, warum Identitätsveränderungen, ich bin jemand, der gesund ist, nachhaltiger sind als temporäre Verhaltensänderungen. Du brauchst nur 2 Dinge: Disziplin und Konstanz. Die beiden zusammen schlagen wirklich alles. Ein Dreierschüler mit Konstanz schlägt jeden Einserschüler ohne Konstanz. Im Buch The Slight Edge, der kleine Vorsprung, erklärt Jeff Olson, wie kleine, kontinuierliche Handlungen über Zeit zu außergewöhnlichen Ergebnissen führen. Zusätzlich mache ich mir selbst Druck. Ich erzähle allen von meiner geplanten Transformation oder einem Projekt, wirklich jedem, damit ich von jedem beobachtet werde. Das motiviert und gibt Disziplin. Eine Studie im Journal of Personality and Social Psychology zeigt, dass öffentliche Verpflichtungen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, Ziele zu erreichen. Langfristige Motivation finde ich durch meine Vorbildfunktion. Ich mache mich zu einem Vorbild für andere und zwinge mich selbst, sie nicht zu enttäuschen. Besonders für meine Kinder möchte ich ein Vorbild sein, aber natürlich auch für jeden anderen in meinem Umfeld. Wer ist dein Vorbild in Sachen Fitness und Gesundheit? Teile es gerne in den Kommentaren. Zeitmanagement und Priorisierung sind entscheidend. Jeder hat 24 Stunden am Tag. Es kommt nur darauf an, wie du sie nutzt. Ich kombiniere Familienzeit mit Bewegung. In meinem Fall Trampolinpark, Schwimmen, Wakeboarden, Basketball, Raufen mit den Kindern. So muss ich nicht zwischen Familie und Fitness wählen. Tim Ferriss betont in seinem Podcast, die erfolgreichsten Menschen kombinieren verschiedene Lebensbereiche, anstatt sie zu trennen. Fassen wir kurz zusammen. Meine Routine basiert auf 5 Säulen. 1. Effizientes Training. 33 Minuten, 4 bis 5 Mal pro Woche. 2. Natürliche Ernährung. 2 Mahlzeiten, keine Snacks, Low Carb, High Protein, High Fat. 3. Optimierter Schlaf. Feste Zeiten, Nasenatmung, Dunkelheit. 4. Bewegung im Alltag. Fahrrad, Schreibtischlaufband, aktive Familienzeit. 5. Disziplin und Konstanz. Tägliche Routinen ohne Ausnahmen. Eine Meta-Analyse im British Journal of Sports Medicine zeigt, dass die Kombination aus regelmäßigem Krafttraining, Intervallfasten und ausreichend Schlaf den Körperfettanteil um bis zu 16% reduzieren kann, ohne Kalorienzählen. Wie immer, denk logisch und besinne dich auf die Natur. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, ständig zu essen, stundenlang zu sitzen und nachts von künstlichem Licht umgeben zu sein. Sei kritisch gegenüber der Industrie. Big Food verkauft dir ungesunde Nahrung, die dich krank macht. Big Pharma bietet dir Medikamente gegen Symptome an, nie gegen die Ursachen. Big Media schweigt, denn ihre größten Kunden dürfen nicht verärgert werden. Big Food und Big Pharma. Ernährung selbst ausprobieren, nicht Big Food zuhören. Besser als jede Studie ist der Selbstversuch. Habe ich bei mir selbst gemerkt. Im Buch Wired to Eat erklärt Rob Wolf, wie du deine individuelle Ernährung durch Selbstexperimente optimieren kannst. Wenn dir dieses Video geholfen hat, lass gerne einen Daumen da und abonniere meinen Kanal für mehr praktische Gesundheits- und Fitnesstipps. Tritt auch gerne meinem Telegram-Kanal bei. Dort geht es nicht um Werbung, sondern um echtes Community-Engagement. Zum Beispiel frage ich dort, welches Thema ich im nächsten Video angehen soll. Hast du Fragen, Ideen oder Kritik? Lass mich es gerne in den Kommentaren wissen. Und das Wichtigste, teile dieses Video mit Freunden, Familie und Bekannten, die auch in Topform sein möchten. Gemeinsam können wir mehr Menschen zu einem gesünderen Leben inspirieren.
In meinem nächsten Video spreche ich vermutlich über die größten Ernährungsmythen im deutschen Raum, falls ich nicht wieder im Telegram-Kanal überstimmt werde. Ein alternatives Thema wäre Cholesterin verstehen. In diesem Sinne, bleib gesund, bis nächste Woche. Peace out.